Hallo, guten Morgen. Ich bin die Anne in dem kleinen Holzhaus ohne Strom. Kommt mal rein. Das ist jetzt gleichzeitig meine Küche, mein Wohnzimmer, wenn ich mich wärmen möchte. Und es ist auch mein Arbeitsplatz. Wenn ich was zeichne oder schreibe, dann sitze ich hier an diesem Tisch. Das ist eigentlich eine Kleiderkiste, wenn man das aufmacht. Da sind meine Klamotten drin. Tagsüber ist es dann eben eine Arbeitsfläche. Und wenn Gäste kommen, natürlich, dann essen wir hier. Also ich habe mir gedacht, wenn ich als einzelner Mensch mir ein Haus baue, dann muss das nicht größer sein als vielleicht 4 mal 4 Meter. Es ist voll unterkellert und es hat noch einen kleinen Dachboden. Also es ist wirklich ein vollwertiges Haus. Das Experiment ist, ja, probieren wir es doch mal ohne Strom. Und bis heute fehlt mir das auch nicht. Was inzwischen nicht mehr so ganz stimmt, denn ich habe jetzt so ein kleines, tragbares Solarmodul, mit dem ich eine Powerbank laden kann, weil ich ja seit ein paar Jahren ein Handy habe. An einem normal durchschnittlichen Sonnentag lädt es eine Powerbank am Tag und die lädt mir zweimal das Handy. Hier ist meine Küche. Das sieht man ein bisschen was hängen, was ich so brauche. Ja, ich habe 3 Löffel, eine Gabel, 2 Messer. Hier drinnen im Schrank, das ist eigentlich schon alles, was ich an Küche besitze. Mehr brauchen wir hier auch nicht. Also ich liebe diesen kleinen Norweger hier. Der ist für mich ganz viele Dinge in einem. Der ist auf einmal die Heizung. Und wenn er Heizung ist, dann kann er gleichzeitig mein Wasser warm machen zum Waschen. Und da ist mein Herd zum Kochen. Mein Gemüse, das hebe ich hier im Raum auf. Da habe ich also die Kartoffeln drin und einen Spitzkohl gerade zur Zeit und Möhren, Lauch und Äpfel. Man könnte jetzt sagen, der Keller ist mein Kühlschrank, nicht? Ich wollte jetzt eigentlich nicht jedes Mal in den Keller. Und dann habe ich mir halt eine Tüte dran gehängt. Und alles, was zum Kühlen ist, das hängt dann gleich da. Also das Badezimmer hat nicht einmal eine Tür. Da hängt einfach nur ein schöner alter Leinensack davor. Ja, weil ich lebe alleine, ich brauche das so nicht anders. Wenn ich mich morgens wasche, dann habe ich kein Waschbecken. Für mich ist es so, dass ich dann das warme Wasser hier reinleere und aus dem warmen Wasser mische ich mir dann was zum Waschen zurecht in dieser Schüssel. Und diese Schüssel ist im Prinzip mein Waschbecken. Dann seht ihr da ein Fußboden-WC. Das ist bei uns nicht so üblich. Ich finde es aber sehr praktisch, habe ich so im Urlaub kennengelernt. Ich finde es sowieso eigentlich ziemlich blöd, was man bei uns macht, dass man Trinkwasser zum Klospülen benutzt. Ich habe halt bei mir die Möglichkeit, das mit dem Regenwasser zu spülen. Und das ganze Wasser, was ich gebraucht habe beim Wäschewaschen und so, das nehme ich als Spülwasser fürs Klo. Ich habe Wasseranschluss und Abwasseranschluss. Also ich habe eine Wasserrechnung von 20 € im Jahr, weil ich aus dem Wasserhahn immer nur 5 Liter Trinkwasser hole jeden Tag. Und alles andere Wasser hole ich aus der Zisterne. Sieht vielleicht für manche Leute nicht ganz appetitlich aus. Da schwimmt Laub drin und ein bisschen Erde, manchmal auch ein paar Ameisen. Ich trinke das ja nicht, ich wasche damit und putze. Mit dem Wasser wasche ich mich.
Anschließend wasche ich meine Wäsche damit. Und dann anschließend putze ich den Boden noch damit. Also ich brauche Holz, ist nachwachsende Energie, freuen wir uns heutzutage sowieso drüber. Wenn ich das ganze Jahr dieses Haus bewohne, dann brauche ich ungefähr für 150 € Holz. Und das sind meine Energiekosten. Ich wohne jetzt nächstes Jahr an Weihnachten 30 Jahre hier. Das heißt, ich war 45, als ich dieses Häuschen habe bauen lassen. Mit Mitte 30 war mir klar, dass ich mal wenig Rente bekomme. Und dann dachte ich, ich muss, bis ich in Rente komme, eine schuldenfreie Immobilie bewohnen. Ich habe von der Bank 124.000 Mark aufgenommen. Ich habe das Auto verkauft, das hat mir nochmal 10.000 Mark gebracht und das hat gereicht. Soll ich euch jetzt noch mein Schlafzimmer, Wohnzimmer zeigen? Ist alles in einem. Ich habe mir gedacht, das, was mir im Urlaub gut tut, wenn ich am Boden schlafe, auf irgendeiner Matte, dann tut es das daheim nachher auch. Also insgesamt richtet sich das Leben nach der Jahreszeit und nach dem Licht. Wenn also die Sonne aufgeht, dann bin ich wach. Ja? Und ich gehe auch erst schlafen, wenn es dunkel wird. Und das heißt aber, im Sommer komme ich in ein Schlafdefizit, wenn es so lange hell ist. Und im Winter, ja, da schlafe ich dann schon länger und gehe auch früher ins Bett. Und die meisten Jahre habe ich ja hier einfach nur bei Kerzenlicht gelebt. Inzwischen haben wir natürlich jetzt eine kleine Lampe, die erleichtert es mir. Und seit ich dieses kleine Solarmodul im Garten stehen habe, kann ich damit auch eine kleine Lampe laden. Ich habe meine Fenster so eingerichtet, dass sie bodennah sind, weil ich ja am Boden sitze. Ich habe keine Tische und Stühle. Und dann kann ich direkt vom Bett in den Garten gucken. Am schönsten war eigentlich eine Begegnung mit einem zornigen Amselmännchen. Und zwar war ich dabei, meine Flöte zu bauen und musste immer wieder einen bestimmten Ton ausprobieren, ob der richtig sitzt. Und plötzlich erschien am Fenster ein Amselmännchen voll im Zorn. Das hat einen Rivalen gewittert. Ich war total begeistert, weil ich gedacht habe, also dann wird meine Flöte gut, wenn eine Amsel das als Konkurrenz empfindet. Ich zeige mal die Flöten, wo sie sind. Gell? Die stehen hier auf dem Regal. Das Regal habe ich schon in der Höhe bauen lassen, dass ich gar keinen Notenständer extra brauche, dass die Noten gleich so passen. Ich habe dann auch mal versucht, was nachzubauen, aus einem Schwanenknochen eine Flöte gebaut. Und dann dachte ich, ja, man kann doch sicher auf diese Art noch eine Weiterentwicklung für unsere modernen Flöten machen. Und habe mir dann eine Obertonflöte gebaut, die eine ganz korrekte C-Dur-Tonleiter spielen kann. Ich habe sie also gerne schön taktil gebaut, dass man sie gerne anlangen kann. Das ist die Flöte, die das Amselmännchen geärgert hat. Und hier geht es dann in den Dachboden rauf. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich nehme doch das gleich als gymnastische Übung und habe mir Griffe an die Wand geschraubt. Aber inzwischen mache ich das nicht mehr. Da oben habe ich dann eigentlich nur noch Vorräte, Campingausrüstung, sehr viele Landkarten habe ich da. Ich sammle manchmal so alte Taschen vom Flohmarkt, um mal wieder Sandalen draus zu machen. Tanto, kommst du mit? Kommst du mit? Gehen wir mal raus. Ja, komm mal. So, jetzt kann er hier ein bisschen frei laufen. Wir haben ja keinen Zaun. Und damit er ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat, gell? Dann machen wir ihn da fest und dann hat er Spielraum. Ne?
Das ist jetzt ein beliebter Platz. Da sitze ich gerne mit meiner Nachbarin Sophie zum Backgammon spielen. Die kommt fast jeden zweiten Nachmittag vorbei. Sie hat das mit Ende 70 noch gelernt. Jetzt ist sie 81. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht verliere. Dann gehen wir mal hinters Haus. Da habe ich noch so einen kleinen Sitzplatz. Den mag ich gern zum Stricken. Komm mit. Hier ist mein Schuppen. Da lagert das Holz. Hier hinten trocknet die Wäsche von heute Morgen. Mein Haus selber, das habe ich überhaupt völlig unbehandelt gelassen. Ich denke mir einfach, wenn das jetzt 150 Jahre stehen kann, wie der Hersteller meint, dann kann man das nach der Zeit immer noch unbeschadet in den Ofen stecken. Wenn nichts dran war, keine Schadstoffe, nichts. Wenn ich 6 Wochen in der Sahara unterwegs war, dann habe ich doch gesehen, mit wie wenig ich auskomme. Und je weniger ich zu versorgen habe, desto weniger Arbeit habe ich auch damit. Vielleicht ist auch die Faulheit ein Motor. Diese kleine Hütte, die halt auch behaglich und gemütlich ist für mich auch so, dass sie mir ganz viel Freiheit gibt. Dass ich jetzt sagen kann, ich kann sie jederzeit auch stehen lassen. Diese Hütte ist so primitiv, in Anführungszeichen, dass sie mir nicht viel abverlangt. Ich kann jetzt, wenn ich im Winter weg sein will, habe ich 2 Minuten Arbeit, eine Wasserleitung abzustellen und dann kann ich das Haus stehen lassen. Also das war's mit der Roomtour für heute. Wenn ihr noch andere Beiträge sehen möchtet aus dieser Reihe, dann klickt ihr noch hier oder hier. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!